Was wäre, wenn ich dir sage, dass du gerade einen Kredit aufnimmst, ohne es zu wissen? Die Pharmaindustrie verkauft dir eine Wunderspritze gegen Übergewicht. Schlank in Wochen, ohne Disziplin, ohne Verzicht. Klingt traumhaft, oder? Aber hier ist der schockierende Haken. Diese Spritze ist eine biologische Kreditkarte. Und die Zinsen zahlst du nicht in Euro, sondern in Muskelmasse, Lebensfreude und langfristiger Gesundheit. Studien zeigen, ein Großteil des Gewichtsverlusts ist reiner Muskelschwund. Du wirst dünn, aber schwach und unglücklich. Hier ist, was Experten wie Dr. Jason Fung, Dr. Eric Westman und Dr. Paul Mason seit Jahren predigen. Dein Körper kann denselben Sättigungseffekt selbst erzeugen. Kostenlos, nebenwirkungsfrei mit einem körpereigenen Hormon. In diesem Video zeige ich dir, wie du dein inneres Ozempic aktivierst, ohne einen Cent Zinsen zu bezahlen. Hi, ich bin Arthur von Life Algorithm. Mit 45 Jahren bin ich fitter, als ich es mit 30 war, mit nur 3 Stunden Training pro Woche, ohne teure Supplemente und 100% natürlich. Warum mache ich dieses Video heute? Ich bin kein Arzt und ich bin auch kein Ernährungsberater, der dir einen Plan verkaufen will. Ich bin ein Mann, der Fragen stellt. Früher habe ich den Ärzten blind vertraut. Ich habe geglaubt, was in den bunten Zeitschriften stand und was die Werbung mir als gesund verkauft hat. Das Ergebnis war aber niederschmetternd. Mitte 30 fühlte ich mich alt. Ich hatte Allergien, die mich jeden Frühling lahmlegten, meine Knie schmerzten ständig, sodass ich meine geliebten Sportarten Basketball und Wakeboarding fast aufgegeben habe. Und ja, auch Themen, über die Männer nicht gerne sprechen, wie eine vergrößerte Prostata, waren plötzlich Teil meines Lebens. Ich war auf dem besten Weg, ein typischer Patient im System zu werden, ein Dauerabonnent von Medikamenten. Aber ich habe mich geweigert, das zu akzeptieren. Ich habe angefangen zu recherchieren. Ich habe aber nicht nur gegoogelt, ich habe die Arbeit der brillantesten Köpfe unserer Zeit analysiert. Ärzte und Wissenschaftler, die das System hinterfragen und Zehntausende Patienten heilen, statt nur Symptome zu behandeln. Meine Erkenntnisse basieren auf den Daten von Pionieren wie Dr. Jason Fung, dem Experten für Fasten, Dr. Eric Westman und Dr. Eric Berg, die die Low-Carb-Revolution anführen, Dr. Paul Mason aus Australien, Dr. Mindy Pelz und Dr. Annette Bosworth, besser bekannt als Dr. Boss. Die Arbeit dieser Doktoren ist das Fundament von allem, was ich dir heute sage. Wir müssen verstehen, dass wir heutzutage versuchen, ein Softwareproblem, nämlich die falsche Nahrung, die wir essen, mit einem Hardware-Hack, also Medikamenten und Spritzen, zu lösen. Das kann nicht funktionieren. Ich habe mein Leben radikal umgestellt. Ich habe mich gegen die Versprechen von Big Food und Big Pharma gestellt. Und mein Körper ist heute mein wichtigster Zeuge. Meine Allergie, die mich seit über 20 Jahren plagte, ist fast komplett verschwunden. Früher musste ich jeden Tag Prednisolon schlucken, also Cortison, weil normale Tabletten wie Cetirizin oder Loratadin bei mir nicht wirkten. Seit Jahren habe ich keine Tablette mehr genommen. Dazu kommt, meine vergrößerte Prostata ist um 18% geschrumpft. Mein Urologe konnte es kaum glauben. Meine chronische Knieentzündung ist weg und ich habe heute mit über 40 ein Sixpack, von dem ich mit 25 nur träumen konnte. Das alles habe ich nicht erreicht, weil ich eine magische Pille geschluckt habe oder mir wöchentlich etwas in den Bauch gespritzt, sondern weil ich verstanden habe, wie unser biologischer Algorithmus funktioniert. Daher heißt der Kanal auch Life Algorithm. Aus genau diesem Grund bin ich auch so skeptisch bei diesem neuen Hype um die Abnehmspritzen. Es klingt so gut, um wahr zu sein. Und meistens ist es das auch. Denn merke dir meine Worte. Jede Abkürzung hat ihren Preis. Jede. Das Problem ist nur, wir kennen die Währung meistens nicht, in der wir später bezahlen müssen. Bevor wir tief einsteigen, noch ein wichtiger Hinweis. Ich bin YouTuber, ich recherchiere die Meinungen von weltweiten Experten und fasse sie hier auf Deutsch für euch zusammen. Das ersetzt keinen ärztlichen Rat. Aber es soll dich mündig machen, damit du deinem Arzt die richtigen Fragen stellen kannst. Und wenn dir genau diese Unabhängigkeit wichtig ist, wenn du verstehen möchtest, wie dein Körper wirklich tickt, statt nur Symptome zu behandeln, dann abonniere jetzt kostenlos den Kanal. Hier bekommst du jede Woche das Wissen, das dir die Kontrolle zurückgibt. Bevor wir aber die Lösung enthüllen, müssen wir erst verstehen, warum gerade die ganze Welt blind in diese Spritzenfalle läuft. Schauen wir uns mal an, was da draußen gerade passiert. Es herrscht ein regelrechter Goldrausch. Überall liest und hörst du von diesen neuen Wundermitteln. In Hollywood ist es längster Standard, dass Stars plötzlich innerhalb von 4 Wochen 2 Kleidergrößen verlieren. Und immer mehr schwappt das auch zu uns nach Deutschland rüber. Der Nachbar, die Kollegin, plötzlich sind alle schlank. Die Medien, ich nenne sie gerne Big Media, befeuern das Ganze natürlich. Schlagzeilen wie das Ende des Übergewichts oder die Spritze gegen den Hunger verkaufen sich blendend. Warum tun sie das? Weil sie in einer Symbiose mit der Lebensmittel- und Pharmaindustrie leben. Wer schaltet denn die teure Werbung im Fernsehen? Achte mal beim nächsten Mal darauf, wer die meiste Werbung bei Mainstream-Sendungen wie zum Beispiel Ninja Warrior schaltet. Zähle einfach mal mit, wie viele Werbungen du von Big Food und Big Pharma siehst. Es wird uns eine Realität verkauft, in der Anstrengung obsolet geworden ist. Warum solltest du dich gesund ernähren? Warum solltest du dich bewegen? Warum solltest du dich mit deinen Emotionen auseinandersetzen, die dich zum Kühlschrank treiben? Nimm einfach diese Spritze und das Problem ist gelöst. Es ist die ultimative Bequemlichkeit. Aber wir müssen uns fragen, wer profitiert hier wirklich?
Die Nahrungsmittelindustrie hat uns über Jahrzehnte mit hochverarbeitetem Müll, mit Zucker und billigen Pflanzenölen krank und süchtig gemacht. Wir haben eine Gesellschaft voller Insulinresistenz und Stoffwechselstörungen gezüchtet. Und jetzt kommt die Pharmaindustrie als strahlender Ritter und bietet uns die Lösung an. Aber nicht als Heilung, sondern als Abo-Modell. Du musst die Spritze immer weiternehmen, ein Leben lang. Das ist ein genialer Schachzug für die Bilanzen der Konzerne. Aber ist es das auch für dich? Hand aufs Herz. Wenn es eine Spritze gäbe, die dich über Nacht schlank macht, würdest du sie nehmen? Schreib mir mal ganz ehrlich ein Ja oder Nein unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie viele von uns der Versuchung widerstehen konnten. Doch Vorsicht, bevor du Ja schreibst, musst du wissen, was genau unter deiner Haut passiert, wenn die Nadel eindringt. Denn es ist nicht das, was du denkst. Um zu verstehen, warum ich so kritisch bin, müssen wir uns die Wirkungsweise ansehen. Was genau macht dieses Medikament eigentlich? Der Wirkstoff heißt Semaglutid und er imitiert ein Hormon, das dein Körper eigentlich selbst herstellt. Dieses Hormon heißt GLP-1. GLP-1 ist genial. Stell dir vor, du hast ein köstliches, reichhaltiges Mahl gegessen. Dein Körper registriert, okay, genug Energie an Bord. Er schüttet GLP-1 aus. Dieses Hormon wandert zu deinem Gehirn und sagt ganz sanft und freundlich, wir sind satt. Du kannst jetzt aufhören zu essen. Zeitgleich sagt es deiner Bauchspeicheldrüse, mach dich bereit, den Blutzucker zu regulieren. In der Natur ist dieses Hormon wie ein präzises Thermostat. Es springt an, wenn es gebraucht wird. Es regelt die Temperatur und dann schaltet es sich wieder ab. Es ist ein feines, dynamisches System. Es reagiert auf das, was du tust. Was macht nun die Spritze? Sie ist kein Thermostat. Sie ist ein Vorschlaghammer. Sie flutet deinen Körper mit einer synthetischen Kopie dieses Hormons. Aber im Gegensatz zum natürlichen Hormon, das nach wenigen Minuten wieder abgebaut wird, bleibt das Medikament tagelang, wochenlang im System. Es schreit dein Gehirn permanent an, du bist satt, du bist satt. Nimm mal an, dein Rauchmelder geht los, weil es brennt. Das ist ein wichtiges Signal. Jetzt stell dir vor, der Rauchmelder geht los und hört nie wieder auf zu piepen. Tag und Nacht, Lautstärke Maximum. Irgendwann wirst du wahnsinnig oder du stumpfst ab. Das Medikament überschreibt deine natürlichen Signale komplett. Es legt deinen Appetit nicht nur ein bisschen tiefer, es tötet ihn ab. Und das klingt für jemanden, der jahrelang mit Heißhunger gekämpft hat, erstmal wie ein Segen. Ich verstehe das. Endlich Ruhe im Kopf, endlich nicht mehr ans Essen denken, endlich nicht mehr an den Kühlschrank. Aber wir greifen hier wirklich massiv in ein komplexes Regelwerk ein. Wir manipulieren nicht nur den Magen, sondern auch das Gehirn und die Bauchspeicheldrüse. Und wenn du diesen Industriekreislauf auch satt hast und verstehen willst, wie wir das natürlich lösen, dann lass jetzt gerne schon mal einen Daumen nach oben da, damit auch andere davon profitieren können. Jetzt wissen wir, wie der Vorschlaghammer funktioniert. Aber jeder Schlag hinterlässt Spuren. Und diese Spuren sind der Grund, warum ich dieses Video mache. Die Rechnung kommt später und sie ist höher, als du denkst. Kommen wir zurück zur biologischen Kreditkarte. Was sind die Zinsen? Womit bezahlen wir diesen schnellen Gewichtsverlust? Die Liste der Nebenwirkungen ist lang und sie wird oft sehr klein gedruckt. Der erste Preis ist deine Muskulatur. Wenn du so wenig isst, weil dir permanent übel ist oder du einfach kein Bissen mehr runterbekommst, verlierst du Gewicht, klar. Aber dein Körper ist im Panikmodus. Er baut nicht nur Fett ab, er baut das Gewebe ab, das am meisten Energie frisst. Deine Muskeln. Das ist keine Theorie, das sind Fakten. In einer Subanalyse der berühmten Step-1-Studie wurde enthüllt, dass fast 40% des verlorenen Gewichts reine fettfreie Masse war, also Muskeln und Knochen. Die Links zu dieser und anderen Studien sind unten in der Videobeschreibung. Wir nennen das Sarkopenie, Muskelschwund. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir wollen, wenn wir älter werden. Muskeln sind deine Altersvorsorge, wie ich auch in meinem Video zum Thema Altern erkläre. Muskeln schützen deine Knochen, sie halten deinen Stoffwechsel aktiv und sind Speicher für Zucker. Wenn du Muskeln verlierst, wirst du zwar dünner, aber du wirst skinny fat. Du siehst im T-Shirt schlank aus, aber drunter bist du schwach und teigig. Und das Schlimmste, dein Grundumsatz sinkt in den Keller. Sobald du die Spritze absetzt, nimmst du rasend schnell wieder zu, oft mehr als vorher, weil dein Verbrennungsmotor fehlt, die Muskeln. Dr. Eric Westman bringt das Problem perfekt auf den Punkt. Mit Abnehmspritzen versuchen wir den Fisch zu behandeln, obwohl das Wasser das Problem ist, aber sie selbst. If you had a dirty fish bowl, dirty fish water, you don't just medicate the fish. You would change the water. And so if you're just on a medicine and still consuming the junk foods, yes, you're losing the fat mass, but you're not getting the cleaner metabolism while you're losing the fat mass. Genau das ist es. Wir wollen nicht nur weniger wiegen, wir wollen eine saubere metabolische Struktur und unsere Muskeln behalten. Kommen wir zum zweiten Preis. Der zweite Preis betrifft deinen Magen. Eine der Hauptwirkungen der Spritze ist, dass sie die Magenentleerung verlangsamt. Das Essen bleibt länger im Magen, du fühlst dich länger voll.
Aber bei manchen Menschen führt das zu einer sogenannten Gastroparese, einer Magenlähmung. Das Essen bleibt so lange im Magen, dass es anfängt zu gären und zu verrotten. Eine große Studie, veröffentlicht im Journal of the American Medical Association, bestätigt ein deutlich erhöhtes Risiko für genau diese schweren Magen-Darm-Probleme und Darmverschluss. Auch diese Quelle findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Menschen berichten von Übelkeit, Erbrechen und Schmerzen, die sich anfühlen wie Wehen. Das ist kein Spaß, das ist ein massiver Eingriff in deine Verdauungsphysiologie. Und wie sagte Hippokrates so schön, alle Krankheiten beginnen im Darm. Und der dritte Preis ist vielleicht der traurigste. Wir zahlen mit unserer Lebensfreude. Es gibt einen Fachbegriff dafür, Anhedonie. Zahlreiche Menschen berichten von einer gedämpften Fähigkeit, Freude zu empfinden. Der genaue Zusammenhang wird noch erforscht, aber das Medikament wirkt nachweislich im Gehirn auf das Belohnungszentrum. Es dämpft den Drang nach Essen, das ist gewollt. Aber dieses Zentrum ist auch für andere Dinge zuständig. Für die Freude am Sozialleben, für die Lust auf Hobbys, für das allgemeine Wohlbefinden. Viele Menschen berichten, dass sie sich flach fühlen, grau, das Leben verliert seine Farbe. Wir tauschen also unseren Heißhunger gegen eine emotionale Taubheit ein. Ist es das wirklich wert? Eine große Kohortenstudie aus dem Jahr 2024, also brandneu, mit über 160.000 Patienten bestätigt diese Bedenken. Nutzer von GLP-1-Medikamenten hatten ein fast doppelt so hohes Risiko, psychiatrische Störungen zu entwickeln, darunter Depressionen und Angstzustände. Das klingt alles echt düster, ich weiß. Aber was wäre, wenn ich dir sage, dass es einen Weg gibt, den Sättigungsknopf zu drücken, ohne auch nur eine dieser Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen? Und hier ist die gute Nachricht. Du brauchst diesen Vorschlaghammer in Form von Spritzen nicht. Du trägst die Apotheke bereits in dir. Dein Körper kann dieses Hormon, dieses GLP-1, selbst produzieren. Kostenlos, nebenwirkungsfrei. Wir müssen nur lernen, wie wir den Schalter endlich umlegen. Und damit kommen wir zum wichtigsten Teil dieses Videos. Der wissenschaftliche Durchbruch, den kaum jemand erklärt, ist das Konzept der distalen Absorption. Stell dir deinen Darm vor wie einen langen Schlauch. Wir teilen ihn grob in zwei Bereiche ein. Den oberen Teil, gleich nach dem Magen, den nennen wir proximal, und den unteren Teil, kurz vor dem Ausgang, den nennen wir distal. In unserer modernen Welt mit Toastbrot, Zucker, Nudeln und verarbeiteten Lebensmitteln passiert Folgendes. Diese Nahrung ist so leicht verdaulich, dass sie sofort im oberen Teil, im proximalen Darm, aufgenommen wird. Und dort sitzen keine Sättigungshormone. Dort sitzen Hormone, die Fett speichern wollen. Dein Körper nimmt die Energie auf, aber das Signal „Ich bin satt" wird nie ausgelöst, weil das Essen gar nicht weit genug kommt. Das GLP-1, unser natürliches Sättigungshormon, wird aber im unteren, im distalen Teil des Darms produziert. Damit es ausgeschüttet wird, muss Nahrung bis dorthin gelangen. Wir müssen also essen, was eine lange Reise durch den Darm übersteht. Dr. Paul Mason erklärt genau diesen Unterschied. Hör genau hin, wie er beschreibt, dass wir die Spritze eigentlich gar nicht brauchen, wenn wir den richtigen Ort im Darm stimulieren. It suppresses your appetite, which is great because we know that people, when they're on Ozempic injections, they're not as hungry. They just eat less. But the key thing is that we can actually mimic the effect of this GLP injection or GLP-1-like injection with diet. Now, the key thing to understand is that if you're having foods that are super, super, super processed and rapidly digested, then they can stimulate all the nutrient-sensing cells early on in the gastrointestinal tract, and they stimulate the GIP release. But then they get completely absorbed, and there's very little that gets down to the end of the gastrointestinal tract to stimulate the GLP signaling. So if you've just got GIP signaling from up top, and you're not getting the GLP from down bottom, then that puts you in a fat storing mode. So if we were to change our diet and have foods that is less processed and will actually specifically stimulate GLP release, and I'm going to tell you exactly what those foods are later, then that puts your body in a fat burning zone, and that will be basically mimicking the Ozempic injection. Wir können die Spritze also imitieren. Mimicking the injection, wie der Doktor gerade gesagt hat. Wie schaffen wir das konkret? Wie aktivieren wir unser inneres Ozempic? Hier ist ein Plan. Erstens, wir brauchen das richtige Lieferfahrzeug. Und das sind Ballaststoffe und Proteine. Echtes Essen. Ein Steak, ein Stück Fisch, Brokkoli, Nüsse. Diese Dinge werden nicht sofort zu Zucker zerlegt. Sie wandern weiter nach unten, sie erreichen die Zellen im unteren Darm und drücken dort den Knopf für Sättigung. Das ist der Grund, warum du nach einem Steak stundenlang satt bist, aber nach einer Tüte Chips sofort wieder Hunger hast. Die Chips kommen nie im unteren Darm an. Und zweitens, wir brauchen Bitterstoffe. Bitterstoffe können deinen Darm unterstützen. Es gibt erste Hinweise, dass sie Rezeptoren ansprechen, die mit der GLP-1-Freisetzung verbunden sind. Auch wenn die Forschung hier noch am Anfang steht,
Rucola, Chicorée, Artischocken oder auch einfach ein Espresso nach dem Essen, das sind natürliche Appetitzügler. Drittens, gesunde Fette. Vergiss bitte alles, was man dir über Fett macht Fett erzählt hat. Die Low-Fat-Propaganda war wohl der größte Ernährungsfehler der letzten 50 Jahre. Und warum das so ist, erkläre ich dir übrigens ganz genau in meinem Video zum Thema Fettleber. Hier sind die Fakten. Fett stimuliert den Gallenfluss und Galle ist einer der stärksten Auslöser für GLP-1 im unteren Darm. Hab also keine Angst vor gesundem Fett. Ein Schuss gutes Olivenöl, eine Avocado, aber auch fettiges Fleisch aus guter Tierhaltung, das sind deine Freunde. Hierzu möchte ich dir eine ganz klare Leseempfehlung geben. Die Schlankformel von Dr. Jason Fung. Das ist für mich die Bibel des Stoffwechsels. Du findest das Buch direkt auf meiner Webseite. Geh auf lifealgorithm.de, klicke auf Top 3 Produkte, Wissen und Bildung, weiter zu Bücher und Gesundheit, Ernährungsbücher und schließlich Abnehmen. Diese und andere Bücher zum Thema Abnehmen und vielen anderen Themen findest du dort verlinkt. Falls du jemanden kennst, der glaubt, er müsste hungern oder sich spritzen, um abzunehmen, dann teile dieses Video mit ihm oder ihr. Es könnte echt ein Augenöffner sein. Ernährung ist der erste Schritt. Aber wenn du den Prozess verzehnfachen willst, brauchst du noch einen weiteren Schalter. Einen, den die meisten von uns völlig verlernt haben. Wir haben über die Ernährung gesprochen. Das ist der Motor. Jetzt schalten wir den Turbo ein. Der mächtigste Hebel, um dein körpereigenes GLP-1 zu sensibilisieren, ist das Fasten. Ich rede nicht von Hungern, ich rede von Essenspausen. Wenn du nicht isst, sinkt dein Insulinspiegel. Dein Körper beginnt, seine eigenen Fettreserven zu verbrennen. Dabei entstehen Ketone. Und diese Ketone wirken im Gehirn ähnlich wie Ozempic. Sie unterdrücken den Hunger, aber auf eine natürliche Weise. Dr. Mindy Pelz nennt Fasten deshalb auch Nature's Ozempic. Wenn du fastest, gibst du deinen Rezeptoren Zeit, sich zu erholen. Du wirst wieder sensibel für die Signale deines Körpers. Wenn du noch nie gefastet hast und denkst, ich brauche aber mein Frühstück, dann schau dir unbedingt mein Video zum Thema Frühstück ist eine Lüge an. Da erkläre ich dir, wie wir manipuliert wurden, um zu glauben, wir müssten ständig essen. Solche Empfehlungen wie viele kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt sind der allergrößte und unnatürlichste Schwachsinn überhaupt. Denk mal über das englische Wort Breakfast nach. Es bedeutet Unterbrechung der Fastenphase, nicht Frühstück. Das sagt eigentlich schon alles. Was hilft noch? Kälte. Ein kaltes Bad oder eine kalte Dusche. Es klingt unangenehm, aber Kälte erhöht den Stoffwechsel, indem sie braunes Fettgewebe aktiviert. Einige Forscher vermuten, dass dies auch indirekt die Appetitregulation beeinflusst. Zu guter Letzt, aber nicht minder wichtig, Schlaf. Wer schlecht schläft, hat mehr Hunger. Das ist biologisch bewiesen. Schlafmangel erhöht das Hungerhormon Grelin und senkt unser GLP-1. Also, statt der Spritze, versuche es erstmal mit besserem Schlaf, wie ich auch in meinem Video über Schlaf erkläre. Was bedeutet das jetzt alles nun für dich morgen früh, wenn du aufwachst? Es bedeutet, dass du eine Wahl hast. Lass uns das nochmal zusammenfassen. Wir stehen an einer Gabelung. Weg A ist der Weg der Pharmaindustrie. Er ist bequem, er verspricht schnelle Ergebnisse, er ist eine Abkürzung. Aber du zahlst mit deiner Unabhängigkeit. Du wirst zum Patienten auf Lebenszeit. Du riskierst deine Muskeln, deinen Magen und deine Lebensfreude. Und sobald du aufhörst zu zahlen, also die Spritze absetzt, kommt dein Gewicht zurück. Warum? Weil du nichts gelernt hast. Dein Körper ist immer noch derselbe und deine Gewohnheiten auch. Und dann haben wir Weg B. Das ist der Weg der Natur. Er erfordert am Anfang etwas mehr Bewusstsein. Du musst lernen, was echtes Essen ist. Du musst lernen, deinen Darm die richtigen Signale zu geben. Aber der Preis, den du hier zahlst, ist Disziplin. Und die Zinsen, die du bekommst, sind Energie, Gesundheit, Muskelkraft und echte Freiheit. Wenn du lernst, deinen Körper durch Nahrung und Fasten zu steuern, dann passiert etwas Magisches. Du gewinnst die Kontrolle zurück. Du merkst, ich kann das. Ich brauche keine Krücke. Es ist ein Gefühl von Stärke, das dir keine Spritze der Welt geben kann. Entscheide dich weise. Wähle die Freiheit, nicht das Abo-Modell von Big Pharma. Wenn du mehr darüber wissen willst, wie du deinen Körper auf natürliche Weise optimierst, dann abonniere jetzt kostenlos den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Zum Abschluss habe ich noch eines meiner Lieblingszitate von Jim Rohn für dich. Wir alle müssen einen von zwei Schmerzen ertragen. Den Schmerz der Disziplin oder den Schmerz des Bedauerns. Disziplin fordert wenig, Bedauern lastet schwer. Das Thema für das nächste Video steht noch nicht fest, aber wenn du die Inhalte mitgestalten möchtest, komm doch gerne in den Telegram-Kanal. Bleib stark, bleib natürlich und denk dran. Gesundheit ist eine bewusste Entscheidung. In diesem Sinne, Peace out.